Hast du auch keine Energie für die wichtigen Dinge im Leben? Dann erzähle ich dir heute, wie du Nein sagen zu deiner Superkraft machen kannst. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Wir neigen sehr oft dazu, Ja zu sagen. Entweder aus Gewohnheit oder weil sich's so gehört. Sehr häufig fällt es uns eher schwer, Nein zu sagen. Das immer Ja sagen schadet uns, weil wir teilweise dann über unsere Grenzen hinausgehen, im negativen Sinn, über unsere Kapazitäten, über unsere Ressourcen hinausgehen, Sachen übernehmen, die wir gar nicht übernehmen können. Und langfristig ist es einfach nicht gut für unser Wohlbefinden und damit auch nicht für unsere Produktivität. Und das Nein sagen hat so ein bisschen einen schlechten Ruf. Aber eigentlich führt es zum einen dazu, dass wir viel besser uns selbst kennenlernen, viel besser unsere Grenzen kennen. Und es kann sogar dazu führen, dass wir dafür bewundert werden und mehr Respekt kriegen, weil wir mit uns selbst im Reinen sind. Wieso fällt es uns schwer, Nein zu sagen? Gibt es genügend psychologische Gründe? Ähm, die Angst, Ablehnung zu erfahren oder der Wunsch zu gefallen oder auch vielleicht Angst davor, etwas zu verpassen, eine Chance, eine berufliche Aufstiegschance oder etwas in der Art. Und warum kann das Ganze jetzt eine Stärke sein? Na, weil wir die Energie dann für die Dinge nutzen, wenn wir häufiger Nein sagen, für die wir wirklich Energie einsetzen wollen. Für die wichtigen Dinge. Weil wir unsere eigenen Grenzen kennenlernen, selbst wissen, wo wir stehen, wie weit wir gehen können. Und die Grenzen nicht nur kennenlernen, sondern sie auch tatsächlich einhalten und wahren, nach außen verteidigen. Wie macht man das Ganze? Als erstes mal wirklich freundlich und bestimmt. Äh, Danke, dass du an mich gedacht hast, aber momentan kann ich das nicht übernehmen. Oder das klingt interessant, aber diesmal muss ich leider passen. Ich würde gern helfen, aber meine Zeit erlaubt es mir nicht. Es kann auch helfen, Alternativen anzubieten. Das passt leider gerade nicht, aber ich kann dir jemanden empfehlen, der dir vielleicht weiterhelfen kann. Oder ich bin momentan ausgelastet, vielleicht wäre diese Lösung für dich passend. Als drittes solltest du wirklich klar, direkt und ohne Rechtfertigung dein Nein rüberbringen. Nein heißt Nein. Ähm, Das passt für mich gerade nicht. Vielleicht sogar, ich habe mich entschieden, das nicht zu tun. Und vielleicht leidest du dann aber unter Schuldgefühlen, ähm, anderen Personen Nein gesagt haben zu müssen. Und du musst dabei verstehen, dass es darum nicht geht, egoistisch zu sein, sondern dass es notwendig ist, für dein eigenes Wohlbefinden innerhalb deiner Grenzen zu agieren. Und eine zweite Sache, die dir vielleicht Schwierigkeiten bereiten kann, ist, wenn du versuchst, zu viel Erklärung zu geben. Wenn du Nein sagst, dann meinst du Nein und dann musst du auch nicht im Detail begründen, ähm, warum das nicht notwendig ist. Also, wenn dir das schwerfallen sollte, dann versuch es einfach mit weniger Begründung. Und als letztes habe ich noch eine komplett kontroverse Überlegung. Während es uns in einigen Fällen total schwerfällt, Nein zu sagen, sind wir manchmal sehr zurückhaltend mit einem Ja sagen. Also auch das Ja sagen zu Dingen, die wir vielleicht mal ausprobieren sollten, die uns ein kleines bisschen näher an unsere Komfortzone bringt, ähm, kann auch was sein, was man sich anschauen muss. Häufig beobachten kann man, dass Menschen im beruflichen Alltag zu allem, was irgendwie von außen an sie herangetragen wird, immer Nein sagen. Und im Privaten, wenn es darum geht, einfach mal was Neues auszuprobieren, viel zu häufig Nein sagen und zu wenig Ja. Ich habe ein Video zum Thema Balance gemacht. Schau einfach mal da rein und versuche deine Balance zu finden. Versuche das richtige Maß rauszukriegen. Ähm, Im Beruflichen vielleicht hin und wieder Nein zu sagen. Sei dir dessen bewusst, warum du Ja sagst oder warum du Nein sagst. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt überhaupt. Ähm, Sage Nein, wenn deine Grenzen es nicht zulassen
und sage ja, wenn du eigentlich nur eine Angst hast, dass irgendetwas schief gehen könnte und es keinen wirklichen Grund gibt, Nein zu sagen. Wenn du das schaffst, dann bist du damit wirksamer, erreichst mehr Selbstwirksamkeit und das gibt dir Kraft. Lass uns doch in den Kommentaren wissen, an welcher Stelle du am meisten damit kämpfst, Nein zu sagen, wo es dir am schwersten fällt. Und schau auch mal, was die anderen Videos, die wir hier noch im Angebot haben, dir vielleicht helfen können.